Es ist schon bezeichnend, dass so kurz vor der Bundestagswahl eine Ministerin Paul, und wir alle haben sie hier durchaus anders kennengelernt, wenn es um das Thema Abschiebungen geht, jetzt plötzlich als die Harte gelten möchte, als diejenige, die jetzt wirklich durchgreifen möchte. Und so verkaufte sie uns jetzt als großen Erfolg, dass sie es geschafft habe, erstmalig einen Charterflug nach Bulgarien zu schicken mit 7 Passagieren. Meine Güte, was eine Leistung. Wir alle haben hier in den Ausschüssen, in den Dutzenden Sondersitzungen über den dschihadistischen Anschlag von Solingen gesprochen. Und zeitgleich fällt genau dieser Ministerin, die es zur eigenen Strategie nutzt, Bürokratie als Mittel zu nutzen, um ihr eigenes Versagen zu verschleiern. Hey Leute, das ist wieder so ein Ding, wo man nur noch den Kopf schütteln kann. Eine grüne Ministerin, die erst Abschiebung verteufelt und sich jetzt plötzlich als Abschiebekönigin feiern lässt. Aber dummerweise stellt sich raus, das ist nicht nur peinlich, sondern auch komplett gelogen. Angie Seli Zacharias von der AfD nimmt Ministerin Josephine Paul hier sowas von auseinander. Und die Fakten sind einfach nur unfassbar. Wie unfähig kann man eigentlich sein? Guckt euch das an, bevor es wieder unter den Teppich gekehrt wird. Jetzt reinschauen, kommentieren und unbedingt teilen. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was eine Zeitenwende. Wir erleben eine grüne Ministerin, die sich nun selbst jetzt als Abschiebekönigin eigentlich im Kern bezeichnen könnte, so kurz vor der Bundestagswahl. Es ist schon bezeichnend, dass so kurz vor der Bundestagswahl eine Ministerin Paul, und wir alle haben sie hier durchaus anders kennengelernt, wenn es um das Thema Abschiebungen geht, jetzt plötzlich als die Harte gelten möchte, als diejenige, die jetzt wirklich durchgreifen möchte. Und so verkaufte sie uns jetzt als großen Erfolg, dass sie es geschafft habe, erstmalig einen Charterflug nach Bulgarien zu schicken mit 7 Passagieren. Meine Güte, was eine Leistung. Und kaum hatte sie es verkündet, diese erstmalige Gelegenheit, da schaltete sich unmittelbar daraufhin sofort das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sah die Rechtsauffassung dieser Ministerin, aber auch ihre Darstellung der neuen Möglichkeiten, die sie jetzt, oh Wunder, so kurz vor der Bundestagswahl plötzlich in die Hand gelegt bekommen hat, gar nicht so als gegeben an. Das BAMF stellte die ganze Situation nämlich anders dar. Sie widersprach. Der Sprecher vom BAMF widersprach öffentlich. Und auf Anfrage der WAZ sagte er, es bestehe ein in der Praxis etabliertes Verfahren, nachdem die Bundesländer im Wechsel Charterflüge in die zuständigen Mitgliedstaaten organisieren und durchführen können. Und jetzt mögen einige hier sagen, ja Mensch, da ist es vielleicht so ein kleines Missverständnis, kann ja mal passieren bei so einer Sache wie Abschiebung, ne, wo die Rechtslage recht klar ist. Nee. Wenn man sich Frau Ministerin Paul und das Agieren seit Monaten mal genau anschaut, dann wird man tatsächlich etwas Deutliches feststellen können. Widersprüchlichkeiten sind an der Tagesordnung und sie gehören grundsätzlich dazu, weil es nämlich zur Agenda und zur Konfliktbewältigung dieses Ministeriums gehört. Es ist tatsächlich die Kommunikationslinie nach außen. Es ist nämlich so, dass es für Frau Paul grundsätzlich gilt, es war ein bürokratisches Missverständnis. Die eine Hand wusste nicht, was die andere tut. Das war natürlich nicht meine Schuld. Das Versagen liegt partout selbstverständlich nicht bei Frau Ministerin Paul. Wäre es nicht so traurig, und ich möchte jetzt ganz bewusst an August letzten Jahres erinnern. Wir alle haben hier in den Ausschüssen, in den Dutzenden Sondersitzungen über den dschihadistischen Anschlag von Solingen gesprochen. Und zeitgleich fällt genau dieser Ministerin, die es zur eigenen Strategie nutzt, Bürokratie als Mittel zu nutzen, um ihr eigenes Versagen zu verschleiern, fällt genau
diese Strategie ihr jetzt gewaltig auf die Füße. Und das Schlimme ist, dass wir, wenn es um Solingen geht, nicht darüber sprechen, wie viel ein Flug gekostet hat, ob die Rechtsgrundlage gegriffen hat oder das oder das oder das, sondern wenn wir über Solingen sprechen, da geht es um Menschenleben. Und ich erwarte von einer Ministerin, dass man, wenn es so einen Fall betrifft, dass man dann immerhin die Größe auch hat als Ministerin, zu den Fakten zu stehen. Das macht nämlich jemanden, eine Person in diesem Amt aus. Nein, das hat Frau Ministerin nicht getan. Und ich möchte ganz bewusst an die Sitzung, an die unmittelbare Sondersitzung, da saß ich mit meinem Kollegen Markus Wagner, in dieser Sondersitzung, da hatte Frau Paul, im Protokoll kann man es nachlesen, ausdrücklich gesagt, das gesamte Behördenversagen sei eigentlich auf Bulgarien zurückzuführen. Die unkooperativen Behörden aus Bulgarien seien schuld daran, dass dieser Islamist nicht rechtzeitig zurückgeführt wurde, sodass sozusagen es dann zu diesem schrecklichen Anschlag kam, der 3 Menschen das Leben kostete. Das war ihre Aussage. Und genau diese Aussage ist ihr jetzt, nachdem der Parlamentarische Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen wurde und dann ein Überstellungsformular an die Presse gespielt wurde, tatsächlich auf die Füße gefallen. Und Frau Ministerin Paul hat bis heute nicht die Chance ergriffen, ihren Mann zu stehen und als Ministerin sich darzustellen und zu sagen, ja, ich trage Mitverantwortung. Und das ist etwas, was wir als Muster bei dieser Ministerin erleben. Eine Minister Reul gefällt das sehr gut. Und da komme ich gleich im zweiten Teil der Aktuellen Stunde zu. Einem Minister Reul gefällt das gut, weil das gesamte Versagen jetzt den Grünen in die Schuhe geschoben werden kann. Das ist auch hier eine sehr gute bewährte Strategie des Innenministeriums. Aber am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, dass wir hier nicht mehr nur rein über Abschiebung sprechen. Wir sprechen auch nicht mehr nur um bürokratisches Hin und Her, sondern es geht darum, dass wir in diesem Land eine Situation erreicht haben, wo öffentlich gesagt werden darf, dass Abschiebungen Leben retten können. Und einige sind sich hier immer noch nicht bewusst, über was wir im Kern sprechen, was da draußen stattfindet und wie weltfremd hier einige agieren, weil sie schlichtweg ihr eigenes politisches Fortkommen im Sinn haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass eine grüne Ministerin, die bis vor gestern noch Abschiebungen als menschenfeindlich bezeichnen könnte, öffentlich oder bezeichnet hat im Sinne ihrer Partei, heute sich jetzt hier als Abschiebekönigin generieren möchte und uns es als großen Erfolg verkaufen möchte, dass sie in einem Charterflugzeug, übrigens ein Airbus A321, in diesem Airbus ist Platz für 220 Passagiere. Und sie steckt 7 Personen dort rein. Gegenwärtig kann man sich so ein paar Zahlen mal dazu auch selbst sich informieren, was so ein Charterflug kostet. Momentan ist die Rede von 200.000. Frau Ministerin, Sie haben heute die Gelegenheit, uns mal zu erklären, inwieweit Sie es wirklich als Erfolg verkaufen wollen, dass Sie in Ihrem eigenen Ministerium anscheinend nicht mal die Rechtslage kennen, dass das BAMF Ihnen öffentlich widerspricht. Nummer 1 und Nummer 2, erklären Sie den Leuten gerne, wie viel denn dann die Rücküberführung pro Person gekostet hat in einem Flieger dieses Formats. Wenn Sie das ernsthaft als Erfolg verkaufen wollen, muss ich wirklich sagen, Gnade uns Gott in Nordrhein-Westfalen. Danke. Wenn man sich fragt, wie weit es mit der grünen Inkompetenz gekommen ist, dann muss man nur Josephine Paul anschauen. Diese Frau ist das beste Beispiel für eine Ministerin, die nur dann in die Schlagzeilen kommt, wenn sie mal wieder versagt hat. Und das passiert ja leider regelmäßig. Ob es um völlig gescheiterte Abschiebungen, das Vertuschen von Behördenversagen oder das peinliche Schauspiel geht, sich plötzlich als harte Durchgreiferin verkaufen zu wollen. Es ist immer dasselbe Spiel. Erst wird jahrelang alles blockiert, Abschiebung als unmenschlich verteufelt und dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, wird mit großem Tamtam eine Mini-Aktion präsentiert, die eigentlich nichts bringt. Aber das Beste daran, wenn was schief geht, sind immer die anderen schuld. Bulgarien, der Bund, das BAMF. Jeder wird vorgeschoben, nur damit Josephine Paul bloß nicht zugeben muss, dass sie einfach nicht fähig ist, dieses Ministerium zu führen. Verantwortung übernehmen, Fehlanzeige. Und dann dieser peinliche Erfolg, ein fast
leerer Airbus. 7 Abschiebungen, ein absurdes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das soll uns als Meisterleistung verkauft werden. Wirklich jetzt? Ganz ehrlich, so eine Ministerin kann sich kein Land leisten. Aber die Grünen schaffen es immer wieder, genau solche Leute auf wichtige Posten zu setzen. Wie lange wollen wir uns das noch bieten lassen? Lasst mich eure Meinung wissen. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.